Wir sind jetzt heute wahrscheinlich das letzte Mal auf einem Motu hier in den Gambier-Inseln, denn unser Wetterfenster für die Weiterfahrt auf die Marquesas ist in Sicht. Und deswegen sind wir nochmal nach Tahuna gefahren. Echt so ein schönes Motu. Also mir gefällt es total gut. Neben Kuaku eins meiner Lieblingsmotus bis jetzt. Und es ist einfach geil. Hier wimmelt es von Einsiedlerkrebsen und in den Steinplatten sind die Schnecken so tief eingegraben. Keine Ahnung, wie lange die da schon drin stecken. Das ist gigantisch, die Natur. Ja, wir sind jetzt hier zusammen mit der Limelight nochmal und machen nochmal ein schönes Barbecue am Strand. Wir versuchen das mit dem nassen Holz, weil es hat ja geregnet ganz gewaltig die letzten Tage. Und es gestaltet sich ein bisschen schwierig, aber wir kriegen es schon irgendwie hin. Auf jeden Fall, das räuchert schon mal richtig gut. Mit Annette und Michael von der Limelight genossen wir unser vorerst letztes gemeinsames Barbecue. Das dachten wir zumindest, als wir den Abend Ende März auf Tahuna ausklingen ließen. Warum wir uns nur wenige Tage später entschieden, anstelle zu den Marquesas zunächst in die Tuamotus zu segeln und wie unsere weitere Route generell aussehen wird, das erzählen wir euch in dieser Episode. Danke, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Französisch-Polynesien ist ja ein Riesengebiet. Wir haben gestern nochmal nachgemessen. Es hat eine Ausdehnung von ungefähr 1100 mal 1100 nautische Meilen, also wirklich extrem riesig. Und wir haben uns ursprünglich für dieses ganze riesige Gebiet bis ein knappes Jahr Zeit überlegt. Französisch-Polynesien teilt sich ja in 4, 5 Inselgruppen. Also das eine sind die Marquesas, wo man normalerweise ankommt, wenn man aus Panama oder Mexiko rübersegelt. Das zweite sind die Tuamotus, lange Inselkette. Dann ganz im Westen hat es die Societies, die Gesellschaftsinseln. Und im Süden hat es die Australs. Und Gambier wird grundsätzlich eigentlich zu den Tuamotus gezählt. In der Regel regional. Liegt aber ganz weit unten im Süden. Liegt im Südosten, genau. Und unser Ursprungsplan war, da wir unbedingt auf die Gambier wollten, von Mexiko eben auf die Gambier zu segeln. Das haben wir ja auch geschafft, wie ihr gesehen habt. Und anschließend auf die Marquesas zu reisen. Denn wir haben hier in der Region vorherrschende Südost- oder Nordostwinde. Und es wäre dann noch einfach gegangen, weil die Marquesas leicht westlich liegen, von den Gambier aus gesehen. Anschließend auf die Tuamotus, da einige Monate zu verbringen, anschließend auf die Societies, die Gesellschaftsinseln und zum Ende des Jahres hin runter auf die Australs. Das war unser Ursprungsplan, aber wie das immer so mit den Plänen ist. genau, Ja, hat sich sie sind da, um sie über Bord zu werfen. Aber wirklich komplett über Bord. Also wirklich, das ist jetzt ganz anders rausgekommen letztendlich. Verschiedene Gründe haben dazu geführt. Das eine ist, wir sind grundsätzlich eher sehr langsam reisende Segler. Wir verbringen lieber Längere Zeit an einem Ort und wenn es uns da gefällt, man kommt auch den Locals dann etwas näher, wenn man länger da ist. So. Genau. Das zweite ist, wir haben dann auf den Gambier echt kurz vor unserer Abreise gehört, dass Ende des Jahres auf den Marquesas ein Festival stattfindet. Ein relativ großes Festival, wo sich die verschiedenen marquesischen Inseln zusammentun und ihre Tänze und ihre Musik aufführen und einfach feiern. Dann haben wir gehört, auf den Tuamotus ist gerade im Juli, August, wo wir ursprünglich ja sein wollten zu der Zeit, eigentlich sehr viel Wind. Also zum Tauchen dann auch nicht so schick und wir wollten da ja, zum Tauchen nicht so schick, dann liegt man dann auch nicht mehr ganz so toll. Die Pässe sind schwieriger zu fahren. Die Pässe sind schwieriger zu fahren, während die sich aufbauen. Genau. Das sind so die. Ja, und natürlich, wir hatten ja die ganze Zeit, waren wir mit der Limelight zusammen. Limelight war klar, die fahren auf die Tuamotus und das war natürlich auch ein Grund, warum wir dann gesagt haben, fahren wir halt erst auf die Tuamotus. Fahren wir halt erst auf die Tuamotus. Ja, es hat sich dann einfach so, weil wir nicht unendlich Zeit haben, ergeben, dass wir die Societies, die Gesellschaftsinseln für uns gecancelt haben. Wir haben gesagt, da segeln wir dann eben nicht hin. Ist auch nicht so ganz tragisch, weil es da super touristisch ist, super voll und so weiter. Und nach den Tuamotus gehen wir dann auf die Marquesas und bleiben da bis Ende Jahr, um das Festival zu erleben.
So ist das eigentlich auch jetzt rausgekommen, diese Route. Richtig, in die Marquesas wollten wir auch nicht so früh anfahren, weil dann zu der Zeit, wenn wir dort erst hingefahren wären, von unten, wären auch die ganzen Segler, die von oben, von Mexiko kommen und von Panama, die laufen da ja erst auf und dann ist es da so voll, da hat man diese vollen Buchten. Und durch diesen Switch... extrem voll im April und Mai, als wir gehört haben. Im Nachhinein gehört, das ist gut, dass wir es nicht gemacht haben. Gut, dass wir es nicht gemacht haben, genau. Ja, das ist der Plan, oder eigentlich die schlussendliche Route, wie wir durch Französisch-Polynesien segeln. Ja, aber bevor wir jetzt die Gambiers endgültig verlassen, gab es noch ein paar Vorbereitungen. Ja, Kleinigkeiten waren noch zu machen. Wir hatten ja zum Glück auf der Pazifiküberquerung keine größeren Schäden, toi toi toi. Und somit waren eigentlich nur die üblichen Wartungsarbeiten, Rig-Check zu machen und eben... An der Windsteueranlage war eine Kleinigkeit zu reparieren, war aber auch nichts Großartiges. Und, Genau. Schaut selbst. Was machst du da? Unser Pendelruder von der Windsteueranlage auseinanderbauen. Hier ist einfach nur so ein Hohlstift drin. Und das ist jetzt irgendwie am Wackeln. Und von anderen habe ich schon gehört, dass die den unteren Teil vom Pendelruder verloren haben. Und wenn der dann irgendwo auf 3000 Meter Tiefe liegt, dann kriegst du ihn nicht wieder. Auch bei 20 Metern nicht. Ja, jetzt muss ich das auseinanderbauen und dann gucke ich mir das mal an, wie das da drin aussieht. Und dann gegebenenfalls ein bisschen mehr befestigen. Nein. Aha, hier sind so Kunststoffteile drin, siehst du das? Eine Art Kunststoffkleber oder so. Ne? Das Ganze eigentlich ein bisschen mehr fixiert. Auf der Seite sind keine mehr dran. Ja, das Ganze ist einfach nur so eine Hohlgeschichte. Okay, nichts gegen einzuwenden. Das ist ein Blech, was hohl geformt ist und dann verschweißt. Und das ist die Aufnahme. Und da steckt das so drinne und wird dann mit dem Hohlstift gehalten. So, und der Hohlstift aber ist relativ schmal und der hängt hier nur an den Rändern. Und wenn dann sich das Aluminium weggearbeitet hat, dann kann der ganze Kram runterfallen. Und das gefällt mir nicht, da kommt jetzt eine Schraube rein. Ja, wir werden jetzt auch hier noch eine Sorgleine anbringen. Und zwar, das ist mir einfach zu labil. Jetzt wird hier ein kleines Loch noch reingebohrt, dann kommt hier eine Leine dran, dann wird das nach oben hin festgebunden, dass wenn da wirklich was abbricht oder kaputt geht, dass es nicht verloren geht. Dass man dann wieder was reparieren kann. Weil sonst hängt es nur in der Mitte an dem Ding. Nur an dem Ding hängt das und das ist doch ein bisschen arg heikel, finde ich. Ja. Hat zwar schon zehntausende Meilen überstanden, aber trotzdem. Ja, trotzdem. Ja, was auch noch zu erledigen war, wir mussten eine unserer Gasflaschen füllen, die unterdessen leer geworden ist. Ja, Gasflasche füllen. Wir reisen mit 2 11 Kilo Gasflaschen aus Deutschland, Aluminiumflaschen, mit internationalen Adaptern und US-Adaptern, um sie nach Möglichkeit überall füllen zu können. Hat bis jetzt auch immer funktioniert, mal besser, mal schlechter. Auf den Gambiers war es nicht so einfach. In den Büchern steht, man kann sich einfach eine Gasflasche leihen gegen Pfand und dann eben umfüllen oder man kann sie auch vor Ort umfüllen lassen an so einer kleinen Station. Das funktioniert so nicht, man kriegt keine Gasflasche geliehen. An so einer Station umfüllen lassen, das kann man machen, aber ist teuer. Und eine Gasflasche selber müsste man sich aus Tahiti kommen lassen, eine leere, und die dann wieder aufschicken zum Füllen und dann hätte man eine Gasflasche. Also in den Läden, wir haben definitiv in allen Läden nachgefragt, wir haben keine bekommen. Und dadurch, dass wir dann Leute kennengelernt haben... Ja, wir hatten ja das Glück, dass wir den Teropé kennengelernt haben, genau. Und den haben wir dann einfach mal gefragt und der hat uns eine seiner vollen Gasflaschen zur Verfügung gestellt. Ja, und dann wurde eben halt wie in diesen Inseln, an diesen Inseln so üblich, wurde halt umgefüllt. Übrigens, so eine Gasflasche hält bei uns um die 4 bis 5 Monate. Und wir backen Brot und machen eine ganze Menge. Also das Ding ist täglich an. Ja, täglich, ja, also die volle Flasche muss über Kopf, damit ich die Flüssigkeit in die leere Flasche reinbekomme. Und dann gibt es eben halt die Anschlüsse dementsprechend, habe Adapter und sowas, um das dort reinzufüllen. Das große Problem ist dann nachher, irgendwann wird sich der Druck ausgleichen in den Flaschen und dann kriege ich nicht mehr alles dort rein. Also der Rest wird dann ungefähr, so viel wird ungefähr drinnen bleiben und dann kriege ich nicht mehr rein. Und dann kommt dann der nächste Trick, entweder die Flasche in die Sonne legen, die kühlen und warten und immer wieder probieren. Geht, dort ein bisschen Druck ablassen, geht auch. Ich mache es ein bisschen anders. Die Flaschen arbeiten mit einem Prüfdruck von 20 bar. Ich werde dort dann in dem Moment 10 bar Pressluft drauf geben in die zu leerende Flasche und dann dementsprechend mit der Pressluft, die sammelt sich oben, den Rest dort reindrücken. Das funktioniert.
Jetzt ist wieder ein höherer Druck auf der Flasche. Und jetzt kann ich wieder jetzt habe ich es wieder gedreht, dass die Flüssigkeit wieder unten ist. Ja, und somit bringe ich die Flüssigkeit in die andere Flasche. Bevor wir die Gambiers verließen, schafften wir es doch tatsächlich noch, die Insel Okena zu besuchen. Wir ankerten auf der Nordwestseite der Insel, in Sand zwischen einigen wenigen Korallenblöcken. Okena ist die viertgrößte Insel des Archipels und hier fanden wir während unserer Erkundungstour neben einem alten Wachturm, der aus Korallensteinen errichtet wurde, zahlreiche andere historische Gemäuer. Kamin vielleicht, nee, Brunnen, nee. Feuerstelle. Guck mal, Feuerstelle. Genau, das ist ein Ofen. Ein Riesenofen. Echt? Ja, ein Riesenofen. Da unten ist das Luftloch, das haben wir gesehen. Hier im Dschungel haben wir hier so eine Art Ofen gefunden und da, wie wir gelesen haben, wurden da wohl irgendwelche Steine gebrannt. Das ist hier oben, hier konnte der Rauch abziehen und von unten, von vorne kann man dann noch so kleine Öffnungen sehen, wo das dann dementsprechend reingepackt wurde oder wie auch immer. So, dann schauen wir mal den unteren Teil an. Genau. Ofen von der anderen Seite. Von der Außenseite. Ja, von der Außenseite, von hier unten. Das ist unten, das andere war eben halt dort oben. Also wir haben schon lange aufgegeben. Ja, aber die versuchen es immer noch mit dem Internet. Wir trinken lieber Bier mit der. Die beiden versuchen es immer noch. Ja, 3 Stunden später. alles für unsere Fans. Sau, regarde, Kamera. Regarde la photo, on va prendre la photo. Regarde. C'est une Video. Une vidéo. Oh, du bist so Alors süß. l'argent était bloqué. Ich würde dich auch am liebsten mitnehmen, das klappt Là, mon père, il m'a refait un versement par une banque, une autre banque, parce que mes parents sont en Espagne. Schmeckst du schon, ne? Et je voudrais m'acheter aussi une coupe à pêcher. J'ai encore des sacs. Ja, ja, das Internet auf den Gambiers. Es ist einfach so super schlecht. Ja, das war wirklich eine Katastrophe. Mein Glück hatte, konnte man vom Schiff aus über das E-Netz oder so eine WhatsApp verschicken. Wenn man Glück hatte, war mal ein Bild anhängen möglich. Ansonsten nur im Jojos, da wo sich jetzt Annette und Michael gerade abgemüht haben, ein kleines Restaurant. Da konnte man ab und zu auch mal mit WhatsApp telefonieren. Aber das waren auch so Wellen. Also mal ging's nicht, mal besser, mal schlechter. Wir haben uns da irgendwie nicht so sehr viel Geduld. Wir haben uns erlaubt, an dessen Stelle Bier zu trinken. Genau, wir hatten euch ja schon von Terupe erzählt, auch schon ein paar Episoden vorher. Und mit denen haben wir uns da einen Samstag zufällig wieder getroffen, haben uns nett unterhalten. Und dann hatte Hako die ganz spontane Idee, warum laden wir nicht Terupe, seine Frau, seinen Sohn und auch Barbara einfach mal ein, um mit unserem Schiff rüber nach Tarawai zu fahren. Denn am Sonntag sollte wieder ein Barbecue stattfinden. Jetzt haben wir gehört, dass da wieder Barbecue stattfindet, dass mehrere Segler da schon rübergefahren sind oder rüberfahren wollen, um das Barbecue stattfinden zu lassen. Und das war eine Gelegenheit, da nochmal teilzunehmen. Genau, und es war eine super Gelegenheit, uns in dem Sinne auch von Terupe zu verabschieden und auch Danke zu sagen. Und ja, es war ein ganz lustiger Ausflug. Aujourd'hui, nous faire une excursion À Tarawai. à Tarawai.
Heute machen wir einen Ausflug nach Tarawai zusammen mit unseren Freunden von Brigitea, und zwar mit Thierry und seinem Sohn Jean und Barbara. Coucou! Coucou! Et c'est la première fois pour Jean sur un voilier. Oui. Ah, sehr gut. C'est la première fois pour toi. Moi aussi. Ok. Aussi, oui. Le voilier, oui. Ok. Comment J'ai fait tu du vas? bateau à moteur, mais j'ai jamais fait de voilier. Ok. J'aime ça. Comment tu as? J'ai adoré. Ah oui, super, super. Super. J'ai adoré. Isa, comment tu as? Tu aimes le Tu aimes le voilier? bateau? Le bateau? Das ist das erste Mal, dass Barbara ihr neues Zuhause sieht. C'est nice. Sehr nice. Ah oui. Nicht nur für Jean, auch für Barbara war es eine Premiere, auf einem Segelschiff unterwegs zu sein. Aber für sie war es an diesem Tag nicht die einzige. Sie nahm an diesem Tag zum ersten Mal ihr neues Zuhause auf Tarawai in Augenschein. Sie ist Französin, hat lange in Kanada gelebt und suchte nun nach einem Rückzugsort für die kommenden Jahre. Durch Zufall ist sie auf die Gambier-Inseln aufmerksam geworden und hat sich einfach mal auf den Weg gemacht. Auf Tarawai würde sie im ehemaligen Pfarrhaus leben und müsste im Gegenzug das Anwesen in Schuss halten. Nun feierten wir doch noch einmal zusammen mit Hervey und Valerie an einem ihrer sonntäglichen Barbecues. Und dies sollte nicht die letzte Abschiedsfeier sein, bevor wir das Gambier-Archipel verlassen. As-tu vu la taille des vaches? La taille des vaches de gâteau? Une assiette? Ça, c'est un gâteau. Ja, es ist immer so 10 Jahre Unterschied, weißt du? Zuerst Hier ist Susan. Hi. Susan and I went shopping. No, wir haben echt Glück gehabt. Thierry hat uns bis zum anderen Ende der Insel gefahren. Wir haben nach Gemüse gesucht und wir haben echt eine richtig gute Ausbeute gemacht. Guckt euch das an. Papaya, Salat, Wahnsinn. Wann haben wir das letzte Mal Salat gegessen? Lauch, Möhren. Oh, da ist übrigens noch Lars. Oh. Wow, und? And you are satisfied? More than satisfied. Cool. It was really good. Thank you. For important? Santé. Santé. Auf hat's angefangen regnen wie noch nie auf dieser Erde. Das Wasser ist gestiegen und die Flut ist höher geworden. Und am Schluss hat die Leute noch gefragt, Leute nicht mit rein. Aber gleich drauf ist das Zentrum eine Totenstille gewesen. Wow. Is that how you know? Romantik. Geht um die Musik. Continuez, continuez!
Ja, wir hatten echt eine mega schöne Zeit auf den Gambiers, vor allen Dingen eben wegen den Menschen, die wir da kennengelernt haben. Sowohl Herbie und Valerie auf Tarawai, aber auch Viterope, seine Familie, seine Freunde auf Mangareva. Und ja, es fiel uns da nicht ganz so einfach, wirklich Abschied zu nehmen, aber irgendwann, oder es ist ja so, man soll bekanntlich gehen, wenn es am schönsten ist, oder wie ist das? Ja, und so ganz einfach wollten wir uns auch nicht weglassen. Genau. Einen Tag bevor wir dann endgültig Anker aufgegangen sind, haben uns Terope und seine Familie nochmal eingeladen und wir hatten nochmal eine richtig schöne Feier zusammen. Richtig schöne Abschiedsfeier. Jo. Barbara, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de découper du poisson cru. Un carpaccio de poisson cru. Le plus difficile, c'est de faire des petites tranches le plus fin possible. C'est ça la difficulté. Terope hat uns heute eingeladen zum Barbecue und zwar als Abschiedsbarbecue. Goodbye, les boys. Und Barbara bereitet schon mal das Poisson Cru vor und ja, wir holen jetzt gerade seine Frau ab und dann wird es richtig cool. Wir freuen uns auf den Tag. 30 minutes avec Itea, ça fait 40 secondes. Weil viel kaputt machen kann man ja nicht. Ne? Das habe ich aufgenommen. Er guckt ja auch nicht die Filme, also ist das nicht so tragisch. Ach so. Oh, il y a les gendarmes en plus. Leo macht das echt gut. Er hätte schon irgendwo gewinnen. Il est juste là. Mais il est gentil, je le connais. Je le connais. If you know, Michael if you versucht don't have a mal license, that's Auto no zu problem. fahren. Wir hoffen, wir haben genug Sprit drin. Haben wir genug Sprit? Oh mein Gott, wir stecken fest. Hat's geschmeckt? Alles schmeckt immer noch. Alles. Schwein, Ziege, Rotfrucht, Fisch, Wasabi, sauscharf, wie immer. Alles vom Feinsten. Ah ja, Novas Quiche auch. Là, là, hey, regarde. Dora bei der Arbeit, mal wieder. Hier. 2 minutes. I need 1 hour. Tom hat leider nicht so doll erwischt hier, ne? Wenn man irgendwo im Ausland krank wird, ist es halt ein bisschen blöd. Ja, nach der Abschiedsparty hieß es dann tatsächlich Anker auf. Am nächsten Tag haben wir die Gambier verlassen und sind dann zunächst in die Tuamotus gesegelt. Wie wir euch am Anfang ja schon erzählt haben, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch auf der Passage begleitet. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, hier oben habt ihr die Möglichkeit dazu. Wir würden uns darüber sehr freuen. Wenn ihr die Glocke drückt übrigens, dann werdet ihr auch informiert, wenn ein neues Video von uns online geht. Ja, und wir wollen das Video ja nicht beenden, ohne euch zu verraten, wohin grundsätzlich unsere Reise geht. Denn es ist ja ziemlich ungewöhnlich, dass Segler bis Ende des Jahres in Französisch-Polynesien bleiben und vor allem auf die Marquesas als letzte Inselgruppe wählen. Ja, die meisten fahren Oktober Richtung Neuseeland und Australien, also wirklich fast alle.
Oder eben halt, die dann die Hurrikansaison abwarten wollen, kommen dann irgendwann wieder zurück auf die Marquesas und bleiben dann dort. Wir machen ganz was anderes. Wir fahren Richtung Südosten. Wir wollen nach Chile. Wir wollen nach Chile. Genau, und wir werden auch versuchen, die Inseln, die auf dem Weg liegen, anzulaufen. Das heißt Pitcairn, die Osterinsel und wenn möglich auch die Robinson Crusoe-Insel, Juan Fernandez. Wir wissen, dass das sehr anspruchsvoll wird. Ob das vom Wetter her möglich ist, das Werden wird sich wir sehen. während der Passage erst entscheiden können. Genau, aber wir sind auf jeden Fall total euphorisch und weil es ist was ganz anderes und auch vom Gebiet nachher mal was ganz anderes und wir würden uns natürlich freuen, wenn Längerfristig weiter zuschaut und da geht es dann eben halt nach den Marquesas Ende Jahr 2023 los Richtung Chile. Richtung Patagonien. Patagonien, ja. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.